Mein Name ist Dr. Andreas Wannhoff. Ich arbeite am RKH-Klinikum in Ludwigsburg in der Abteilung für Gastroenterologie, Hämato-Onkologie, Diabetologie und Infektiologie als Oberarzt und leite hier seit 2019 die Endoskopie. Mein Schwerpunkt ist die interventionelle Endoskopie und auch die klinisch-wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der interventionellen Endoskopie. Das Remove-System setze ich schon seit einigen Jahren ein. Ich habe ungefähr 2018, 2019 angefangen, hier mit dem OTSC und dem FTRD-System zu arbeiten und ungefähr seitdem setze ich dann auch das Remove-System ein, also mit Sicherheit schon 5 oder 6 Jahre. Das Remove-System ist ein sehr gutes und verlässliches Produkt, um sowohl die Clips des FTRD als auch des OTSC-Systems wieder zu entfernen und es funktioniert in aller Regel auch sehr, sehr gut. Natürlich gibt es ab und zu Fälle, die auch nicht ganz so einfach funktionieren oder die etwas herausfordernder sind. Aber es ist ein sehr gutes und verlässliches Verfahren, um die Clips auch zuverlässig wieder zu entfernen. Mit der Einführung des Remove-Systems sind wir vielleicht gerade beim Einsatz des OTSC noch ein kleines Stückchen großzügiger geworden. Oder besser wäre vielleicht zu sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Gefühl ist, dass man weiß, ein System in der Hinterhand zu haben, mit dem man einen nicht ganz optimal platzierten Clip im Zweifelsfall auch wieder entfernen kann. Das kommt ganz, ganz selten vor, aber das ist einfach ein gutes Gefühl und gut zu wissen, dass man das tun kann. Die Einsatzdauer mit dem Remove-System ist sehr, sehr unterschiedlich und hängt in erster Linie davon ab, wie gut die Läsion zugänglich ist. Wenn der Clip noch gut frei liegt, nicht eingewachsen ist, eine gute Endoskopposition vorliegt, dann geht das sehr, sehr zügig und es gelingt bestimmt in einer Viertelstunde auch den Clip zu befreien und zu bergen. Wenn das allerdings deutlich eingewachsener ist, der Clip, die Endoskopposition schlecht ist, gerade auch im Kolon, dann kann das Ganze auch mal mühsamer und schwieriger werden. Das hängt stark von den 2 Faktoren, glaube ich, ab, wie gut der Clip zugänglich ist, sowohl endoskopisch als auch wie stark er eingewachsen ist. Ich glaube, ein Tipp, wenn man das Remove-System nutzt und es nicht ganz so einfach klappt, ist die Nutzung eines zweiten Arbeitskanals, entweder über einen Doppelkanal-Endoskop oder einen externen Additional Working Channel. Dann kann man darüber zum Beispiel eine Zange einbringen, den Clip fixieren, festhalten, sich ein bisschen in Position bewegen. Und das kann gerade in diesen schwierigen Fällen doch die Entfernung ein gutes Stück einfacher machen.